Hallo! Ich habe dieses Video jetzt, glaube ich, irgendwie zum 4. Mal gestartet, weil ich einfach immer noch so eine Vollblockade habe und ich möchte eben nicht jetzt wieder so verkrampft und irgendwie mich selbst überspielend mich präsentieren hier. Also habe ich jetzt nochmals auf Play gedrückt. Ironischerweise geht es in diesem Video genau um den Grund, wieso ich jetzt so blockiert war und wieso jetzt auch so lange kein Content von mir mehr kam und mein Business generell einfach total eingeschlafen ist. Und zwar geht es heute um Rejection Sensitivity Dysphoria. Ich werde das jetzt RSD nennen, weil wer hat Zeit für dieses lange Wort? Und ja, ich werde es euch an einem sehr nahen, lebendigen Beispiel aufzeigen, was das ist an mir, weil ich es einfach super wichtig finde, das mal zu thematisieren. RSD ist eben kein offizieller Diagnosebegriff, es ist auch nicht ein Anzeichen für ADHS, aber es ist etwas, was in der ADHS-Community und generell in der neurodivergenten Community als quasi Überbegriff genutzt wird für eine unglaublich starke, krasse, emotionale Reaktion auf subjektiv empfundene Ablehnung. Ja, ich weiß, das ist jetzt so ein bisschen ein Redeschwall. Was das aber heißt, ist, dass es nicht einfach diese gesunde Reaktion auf Kritik ist. Also niemand mag ja wirklich negative Kritik vor allem. Und jede Person ist ein bisschen verletzt, wenn sie oder er auf Ablehnung stößt. Beim RSD liegt aber das Augenmerk eben nicht auf die Reaktion auf richtige Kritik, also natürlich schon auch, aber vor allem liegt der Fokus da auf diese als subjektiv empfundene Ablehnung, wie schon gesagt. Also das kann in meinem Falle wirklich so sein, dass sich nur irgendwo die Stimmlage verändert oder dass ich ein Feedback bekomme und in mir drin, dass, obwohl es objektiv keinen Grund dazu gibt, Explosionen von Emotionen losgehen und das kann wirklich fast körperlich wehtun und mich auch tagelang verfolgen. Natürlich geht's mir nicht ständig so, aber das hat schon einen extrem krassen Impact auf mein Leben oder hatte es auch seit meiner Kindheit. Und das ist wirklich so etwas, was wir in der ADHS-Community so ein bisschen miteinander teilen. Trotzdem möchte ich betonen, dass es keine empirischen Beweise gibt dafür und dass das Wort Dysphoria eigentlich sehr irreführend ist, weil das heißt eigentlich eine Störung. Und wie gesagt, es gibt das nicht in irgendwelchen Diagnosekategorien. Es ist einfach so ein shared Ding. Was es gibt, was ein bisschen etablierter ist diese Rejection Sensitivity, die aber eben nicht bezogen auf ADHS etabliert wurde, sondern generell mit psychischen Erkrankungen und Persönlichkeitsstörungen verbunden werden. Ich werde alle Quellen dazu in der Beschreibung ablegen. Ich will euch jetzt nicht langweilen mit dem Vorlesen von Definitionen. Und wie gesagt, trotz dieser fehlenden empirischen Beweise dafür, dass RSD direkt von ADHS kommt oder es eben auch eine körperliche Komponente hat, identifizieren sich sehr, sehr viele Menschen, ADHSlerinnen, mit diesem Phänomen. Und ich persönlich finde es auch super wertvoll, so einen Begriff zu haben, über den wir kommunizieren können. Und ja, deshalb benutze ich den auch weiterhin und ich hoffe doch einfach ganz schwer, dass so ein Phänomen, das von so vielen Menschen erlebt wird, auch ein bisschen tiefer erforscht wird. Dieses Ding hindert uns ja auch so daran, unser Leben wirklich zu leben. Also es ist ja einfach ein Faktor, aber ich konzentriere mich jetzt halt darauf. Und es gibt auch viele, viele Erfahrungsberichte, natürlich anekdotisch, dass ADHS-Medikamente auch sehr gut gegen dieses Phänomen helfen. Es könnte also, ich meine jetzt einfach nach meiner Interpretation, ja bedeuten, dass es doch irgendwo eine hirnphysiologische oder eine physiologische Komponente hat. Aber eben, ich bin keine Wissenschaftlerin. Es ist einfach nur so ein Gedanke und ich fände es einfach toll, wenn man das näher anschauen könnte. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so viele Menschen das erleben und dass es einfach quasi nichts ist. Für mich interpretiere ich RSD so, dass ich schon in frühester Kindheit die Erfahrung gemacht habe oder wahrgenommen habe, dass ich anders bin als andere, dass ich irgendwie nicht so richtig dazugehöre, andere Interessen habe und nicht so mitreden konnte. Manchmal auch irgendwo ein bisschen im Verzug war mit gewissen Skills, bei anderen dafür wieder viel, viel, viel weiter. Und das hat auch dazu geführt, dass ich doch oftmals gemobbt wurde, vor allem in der Schule. Und das hat mich vermutlich schon ein bisschen traumatisiert oder mir zumindest beigebracht, dass ich so wie ich bin nicht okay bin. Und natürlich tut das ja auch weh.
das war dann auch echte Ablehnung. Und daraus hat sich wahrscheinlich dann gleichzeitig auch dieser völlig übertriebene Perfektionismus entwickelt, weil mein Unterbewusstsein mir wahrscheinlich sagte, wenn du alles perfekt machst, dann kommt auch diese Ablehnung nicht oder diese Kritik. Und das ist jetzt auch die perfekte Überleitung zu meinem lebendigen Beispiel, und zwar bezogen auf meine Selbstständigkeit oder besser gesagt die Versuche meinerseits in die Selbstständigkeit zu kommen, also eine eigene Firma zu haben, von der ich leben kann. Vielleicht kann ja jemand von euch relaten oder etwas davon mitnehmen oder Secondhand Lehren daraus ziehen, dass vielleicht nicht bis 40 dauert, dass man einen Durchbruch hat oder endlich losgeht. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber für mich wäre es natürlich schon schön gewesen, wenn ich früher meinen Weg gegangen wäre. Bei mir hat sich diese unglaubliche Angst vor Ablehnung in Bezug auf mein Business so ausgewirkt, dass ich viel zu fest auch auf Meinungen anderer gehört habe, auf ExpertInnen. Und das macht ja auch Sinn, denn wenn ich so Angst vor Ablehnung habe und so Angst davor habe, verurteilt zu werden oder Kritik zu ernten, weil es ja wirklich körperlich schmerzhaft ist und mir fast das Herz bricht, dass ich dann nach Strukturen suche oder nach Regeln, an die ich mich halten kann, damit eben alles quasi perfekt ist. Und das hat leider dann dazu geführt, dass ich meine eigentlichen Business-Ideen oder das, was ich eigentlich machen wollte, so heruntergekocht habe auf etwas ganz Generisches, was dann wiederum gar nicht zu mir gepasst hat. Und das hat dann wiederum so eine kognitive Dissonanz gegeben, dass es mir auch keinen Spaß mehr gemacht hat und mir dann natürlich auch gewisse Misserfolge eingebracht hat. Das heißt natürlich nicht, dass ich nicht erfolgreich war. Ich hatte einige coole Coaching-KundInnen und sehr, sehr, sehr viel gute Erfahrungen, aber letztendlich stürzte ich einfach jedes Mal wieder so ein bisschen ins Elend und merkte, dass es einfach nicht das ist, was ich eigentlich wollte. Und das alles überkam mich die letzten Monate wieder so intensiv, dass ich buchstäblich keine Worte mehr gefunden habe. Ich habe im übertragenen Sinne meine Stimme verloren. Und das ist auch klar, weil ich habe ja durch all diese Ängste gar nicht mehr auf meine innere Stimme gehört. Bei meinem jetzigen Business war ich eigentlich schon so nah dran, es so zu machen, wie ich das wollte. Und trotzdem habe ich wieder zu fest auf ExpertInnen-Stimmen gehört oder einfach auch nur auf random Menschen, die irgendwie ihre Kommentare dazu abgegeben haben. Und ich habe da so Dinge gehört wie, du musst Autorität haben, du musst weiter sein als deine Zielgruppe, mit der du sprichst und deine KlientInnen. Du darfst dich ja nicht mit deinen Themen zeigen, die da noch herumschwirren. Nebenbemerkung, wir alle haben immer Themen und wir werden auch immer Themen haben. Wir erreichen nie irgendwie so eine komische Transzendenz, wo wir einfach alles schon wissen und Bescheid wissen, wie es funktioniert. Trotzdem wird das halt gesagt. Und du darfst auch nicht zu negativ sein, du darfst keine Kritik üben, du darfst dich nicht beschweren. Es muss irgendwie immer konstruktiv sein. Du musst immer als Coach auftreten und immer on brand sein, immer verkaufen. Jada, jada, jada. Dabei wollte ich eigentlich immer nur eins sein. Ich wollte kreieren. Ich wollte Content kreieren und davon leben. Und zwar Content, mit dem ich anderen Menschen helfe, mit dem ich inspiriere, mit dem ich andere weiterbringe. Und erst irgendwie im zweiten Schritt ein Coach sein. Mir ist es so wichtig, Wissen zu teilen, und ich connecte eben am besten auch mit euch über meine Erfahrungen, indem ich alles teile, was bei mir passiert, also was ich teilen möchte natürlich, und indem ich auch gleich alles, was ich lerne und worauf ich gerade hyperfokussiere, weitergebe. Und ich bin nun mal einfach total gut darin, meinen Finger auf irgendwas zu zeigen, weil wir ADHSlerInnen, wir sehen Unstimmigkeiten und wir haben einen extremen Gerechtigkeitssinn und wir wollen diese Dinge ansprechen und wir wollen alternative Lösungsschläge, ja genau. Und wir wollen alternative Lösungsvorschläge bringen. Das ist einfach etwas, was zu mir gehört und was ich auch machen will. Und ich möchte nicht über meinen Klientinnen stehen und ich möchte nicht besser sein als andere, sondern euch auch für euren Weg inspirieren. Und ich habe jetzt nach dieser Pause und ich habe viel nachgedacht, habe ich realisiert für mich, dass ich das alles sein darf. Ich darf die Aktivistin sein, ich darf die Rebellin sein, ich darf mein ADHS für mich nutzen. Diese Lust darauf, mich themenmäßig auszubreiten und einfach alles zu teilen, was mich begeistert und wovon ich denke, dass es euch weiterbringen wird. Ich muss kein klassisches, keine Ahnung was, Business haben, und ich
darf auch Content Creator sein, auch wenn das Menschen noch so lachhaft finden vielleicht. Und das ist ja etwas, wovon ich mich dann immer abschrecken haben lasse. Werde ich trotzdem Angst vor Ablehnung haben? Ja, natürlich, denn Rejection Sensitivity Dysphoria geht ja nicht einfach so weg. Also wenn man den Erfahrungen glauben kann, und das tue ich, und auch meinen eigenen Erfahrungen, ist es etwas, was wir immer haben werden. Doch ich glaube auch daran, dass man das ein bisschen zumindest rational so lösen kann, dass es nicht ganz so schlimm ist oder nicht ganz so intensiv ist und halt auch im eigenen Verhalten ein bisschen zu trainieren. Und es gibt auch Methoden, die eigenen Emotionen besser zu regulieren, wie zum Beispiel die DBT. Ich hinterlasse auch da einen Link in der Beschreibung. Falls ich das nicht mache, bitte hinterlasst einen Kommentar. Ich brauche eine ADHS-Gehirnstütze manchmal. Ja, und wenn wir schon davon sprechen, wie man daran arbeiten kann, Therapie und Medis sind auch immer eine Option, je nach Bedürfnis. Ein neurotypischer Tipp wäre jetzt vermutlich auch, dass man sich exponieren muss, also habe ich auch schon gehört, und einfach möglichst viel Ablehnung auch einsammeln muss und Kritik einsammeln muss. Und was einen nicht umhaut, macht uns stärker. Ich persönlich glaube nicht, dass mir das helfen würde. Besser gesagt, ich habe das auch schon versucht. Ich musste feststellen, dass es für mich fast dann ein Eigentor ist, weil ich dann aufgrund dieser wirklich sehr starken Emotionen mich eher noch mehr zurückziehe. Ich will damit nicht sagen, dass man sich nicht exponieren soll. Das geht ja gar nicht, sich nicht exponieren. Aber ich möchte einfach betonen, dass wir alle unterschiedliche Nervensysteme haben sozusagen und nicht jede Methode für jede Beschaffenheit geeignet ist. Und ich finde, da dürfen wir einen eigenen Weg finden. Unser Nervensystem ist einfach neurologisch bedingt sensibler. Und das ist keine Schwäche und das ist auch nicht etwas, wofür wir uns schämen müssen. Wir sind nicht so empfindlich oder machen Drama wegen nichts. Es ist unsere Welt und unsere Wahrnehmung. Natürlich gehört es absolut dazu, immer wieder mal einen Schritt zu wagen und sich ein bisschen zu exponieren. Aber halt nicht so, dass es uns komplett aus der Bahn wirft. Wir dürfen das dosieren. Und ich glaube ganz fest daran, dass es besser werden kann. Bei mir ist eben jetzt gerade wieder so ein Schritt passiert. Natürlich nicht einfach so, eben wie gehabt. Da war viel Therapie und in meinem Fall Medikation und auch wirklich krass mich selbst hinterfragen dabei und viele Tränen und viel, ja, auch ein bisschen Identitätskrise vielleicht. Aber ich möchte euch jetzt nicht abschrecken, denn ich bin mir sicher, dass es einen guten Weg gibt, mit RSD, Rejection Sensitivity Dysphoria, umzugehen. Was heißt das nun für diesen Channel und mein Business? Ja, ich habe es schon angetönt. Das heißt einfach, dass ich zu ADHS, zu Mental Health am Arbeitsplatz ganz viele Informationen auch mit euch teilen werde, mein Wissen teilen werde und natürlich auch auf eure Wünsche eingehen werde. Also sagt mir bitte in den Kommentaren Bescheid, was ihr euch wünscht und welche Fragen ihr euch stellt. Natürlich nicht als Fachperson mein Wissen teilen, sondern einfach aus meinen Recherchen, die ich mache, aus meinem Hyperfokus, aus all den Büchern, die ich lese. Und ich werde aufklären, ich werde über Missstände aufklären, ich werde weiterhin das Stigma bekämpfen, jetzt halt auch ein bisschen mehr auch auf ADHS bezogen. Ich werde meine Finger auf Missstände zeigen und ich möchte auch in der Arbeitswelt etwas verändern. Als angehender Karrierecoach, auch spezialisiert dann auf ADHS, möchte ich, dass die Arbeitswelt sich öffnet gegenüber allen Brains, sodass wir alle gemäß unseren Stärken und Vorlieben einfach uns auch entfalten können, wenn wir das wollen, wenn wir in der Arbeitswelt sein wollen. Aber die meisten von uns müssen das auch ein bisschen, leider, in diesem System. Und ich werde nicht müde werden, hier auch ein bisschen Kritik zu üben und wenn möglich aber auch Lösungsvorschläge zu bringen. Ja, ich hoffe jetzt nach dem langen Redeschwall, dass ihr noch da seid. Ich danke dir, wenn du noch da bist. Ich hoffe, dass ihr euch etwas mitnehmen könnt. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann bitte fragt in den Kommentaren. Und wenn ihr dieses Video cool fandet, dann schenkt mir doch gerne einen Like und schenkt mir auch gerne ein Abo, wenn ihr meine Videos allgemein cool findet. Und ihr könnt mir auch auf meinen Social Media Kanälen folgen. Ich habe jetzt auch einen englischen und einen deutschen. Nicht ganz die gleichen, aber ja, ich poste dort auch ADHS-Content und so. Ja, und jetzt bedanke ich mich einfach fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und bis bald, bis zum nächsten Mal. Tschüss!